Steigende Aktienmärkte sind die Grundvoraussetzung für jeden Buy-and-Hold-Anleger, ob beim direkten Investieren in Aktien oder einer breiten Streuung in Aktien-ETFs. Aber können die Aktienkurse immer weiter steigen? In diesem Video möchten wir dir 4 Gründe zeigen, warum wir glauben, dass die Aktienmärkte auch zukünftig weiter wachsen werden. Bleibe also bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass gerne einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Gerade wir Deutschen sind, was Investments in Wertpapiere angeht, eher zurückhaltend und skeptisch. Viele sehen die Börse als Spielcasino und manche denken sogar, dass Börsenkurse nur durch Manipulation und nicht durch Angebot und Nachfrage entstehen. In der Vergangenheit waren jedoch bei langfristigen Geldanlagen in Aktien durchaus überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Der DAX hat seit seinem Bestehen durch Kurssteigerungen und Dividenden durchschnittlich 8-9% Rendite pro Jahr gebracht. Und das trotz mehrerer Weltwirtschaftskrisen und Börsencrashs. Diese Rendite hat er natürlich nicht jedes Jahr geschafft. Es gab auch Jahre mit großen Verlusten. Das Deutsche Aktieninstitut hat allerdings berechnet, dass egal wann man in den letzten 50 Jahren in den DAX investiert hat, nach 15 Jahren immer im Plus war. Mindestens 2,2% bis maximal 16,6% pro Jahr. Ein langfristiger Anlagehorizont ist also wichtig. Es gibt 4 Faktoren, welche die Aktienmärkte in der Vergangenheit angetrieben haben und dies voraussichtlich auch in der Zukunft tun. Legen wir los. Erstens. Das Wachstum der Weltbevölkerung. Die Bevölkerung der Erde wächst rasant. Zum Jahreswechsel 2020-21 lebten laut der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung rund 7,83 Milliarden Menschen auf der Erde. Damit ist sie im Jahr 2020 um etwa 82 Millionen Menschen gestiegen. Nach Prognosen der Vereinten Nationen zur Entwicklung der Weltbevölkerung wird diese bis zum Jahr 2060 auf 10,15 Milliarden ansteigen. Mit diesem Wachstum der Bevölkerung erhöht sich natürlich auch das Kundenpotenzial der Unternehmen. Schließlich gibt es immer mehr Menschen, die Produkte und Dienstleistungen in allen Lebensbereichen benötigen. Nahrung, Körperpflege und Telekommunikation sind da nur die naheliegendsten Beispiele. Zweitens. Die Inflation. Die Inflationsrate gibt an, wie stark der Preis eines repräsentativen Warenkorbs innerhalb eines Jahres gestiegen ist. Von der Europäischen Union wird eine optimale Teuerungsrate von 2% angestrebt. Zwischen 1979 und 2019 betrug sie durchschnittlich 2,2% pro Jahr. Das bedeutet, dass du davon ausgehen kannst, dass die Preise durchschnittlich um ca. 2% pro Jahr steigen, mal mehr, mal weniger. Wenn du dein Geld also nicht anlegst oder es nur auf einem Tagesgeld- oder Festgeldkonto liegen lässt, verlierst du ständig an Kaufkraft. Die Preise steigen, der Wert deines Geldes fällt. Die Lösung? Zum Beispiel der Kauf von Aktien. Mit dem Kauf von Aktien oder Aktien-ETFs investierst du in Sachwerte, denn die Unternehmen bestehen aus Gebäuden, Maschinen, Rohstoffen und Produkten. Sie sind es auch, die die Preise festlegen und ihre Preise der Inflation anpassen. Dadurch führt alleine schon die Inflation dazu, dass Unternehmen langfristig im Wert und damit auch ihre Aktienkurse steigen. Drittens. Wirtschaftswachstum. Sämtliche Unternehmen in Marktwirtschaften sind auf Wachstum ausgelegt. Und eine der effektivsten Möglichkeiten ist die Steigerung der Produktivität. Die Produktivität misst das Verhältnis von Output und Input. In einem Unternehmen ist der Output eine Ware oder eine Dienstleistung und der Input ist der Material- und Arbeitseinsatz. Um die Produktivität zu erhöhen, muss also entweder der Output beim konstanten Input erhöht werden oder umgekehrt der Input bei konstantem Output verringert werden. Im besten Fall erzielt das Unternehmen beides. Die Verringerung des Einsatzes bei Erhöhung des Ertrags. In der Praxis versuchen Unternehmen also beständig Kosten zu senken und Arbeitsabläufe zu optimieren. So können sie langfristig wachsen und die Gewinne erhöhen und damit steigen auch ihre Aktienkurse. Viertens. Innovation. Es liegt in der Natur des Menschen, sich und das eigene Leben immer weiter verbessern zu wollen. So entstehen auch immer neue Märkte, in denen sich Unternehmen positionieren. Allein die Digitalisierung hat so viele neue Unternehmen geschaffen, die profitabel arbeiten und hohe Gewinne erwirtschaften. Einige von diesen Unternehmen, wie Apple, Google oder Facebook, gehören mittlerweile zu den wertvollsten Firmen der Welt. Auch und gerade diese innovativen Unternehmen lassen die Aktienmärkte weiter wachsen. Natürlich kann dir keiner eine Garantie für den langfristigen Anstieg geben. An den 4 Argumenten für ein langfristiges Steigen der Aktien siehst du aber, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist. Es wird immer wieder Erholungsphasen und auch Crashs geben.
Aber das sind dann gute Gelegenheiten, um Wertpapiere günstig nachzukaufen. Wichtig ist eine breite Streuung, zum Beispiel durch ETFs. Ein Video dazu findest du unten in der Beschreibung. Wir hoffen, dir hat das Video mit den 4 Gründen, warum die Aktienkurse vermutlich langfristig immer weiter steigen werden, gefallen. Wenn ja, dann lass uns gerne einen Daumen hoch da. Wir würden uns sehr freuen. Für mehr Videos abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Du hast noch Fragen oder einen Videowunsch? Dann schreib uns gern in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.